Oh mein Gott, die Anzahl der erfassten Straftaten im Cyberspace sind um 12,2% gestiegen. Was sollen wir nur tun? Das Internet hört nicht an Deutschlands Grenzen auf. Cyberstraftaten aufklären leicht gemacht. Wenn wir alles über dich wissen, können wir dich auch besser verhaften. Wir lesen schon bald deine Chats mit und wissen schon vor dir, wenn deine Freundin Nacktfotos an dich schicken wollte. Diese kriminellen Bilder werden wir natürlich nicht dir überlassen. Die brauchen unsere Kriminalbeamten für Forschungszwecke. Nicht wahr, Jürgen? EU, wir sind geil. Wortwörtlich. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends, wo wieder ordentlich was auf euch wartet. Hauptthema, wegen dem vermutlich die meisten hier sind: die Chat-Kontrolle kommt, wenn wir nichts dagegen tun. Aber ich habe natürlich noch mehr für euch dabei, was mindestens genauso interessant ist. Für alle, die es nicht erwarten können, es gibt natürlich, falls ihr neu seid, wie immer Kapitel, die ihr nutzen könnt, denn das hier ist ein News-Format. Wir starten sofort. Sekunde. Du weißt schon, dass die Dinger ziemlich schädlich sind, oder? Aber wir haben doch wieder voll viel vor. Besser. Um euch noch ein wenig zu entspannen, bevor wir die ganzen Hacks und News gehen, möchte ich euch heute AG1 von Athletic Greens vorstellen. Ein Nahrungsergänzungsmittel, das ernährungsphysiologisch das vollständigste der Welt sein möchte. Und nein, das ist jetzt keine Promo, wie man sie von Beauty-YouTubern kennt. Dahinter steckt eine witzige Geschichte, die ich euch mal ganz kurz erzählen möchte. Mein Manager, ja, habe ich tatsächlich, hat bei mir angefragt, ob ich Interesse zu der Kooperation habe. Und ich habe mir dann das alles mal ein bisschen genauer durchgelesen. In dem Briefing steht, es möchte geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit, Muskelerholung, Haare, Haut und Nägel stärken. Muskelerholung brauche ich sowieso nicht. Ich hatte in diesem Moment aber tatsächlich, wie schon seit einigen Monaten, akute Probleme mit Sodbrennen, kein Witz an der Stelle, und ein paar andere körperliche Beschwerden und habe also dem Test zugestimmt. Skeptisch wie ich bin, habe ich dann das Ganze selbst fast einen Monat getestet, bevor ich irgendwas dazu Finales gesagt habe. Mein Fazit: Es schmeckt okay, aber definitiv nicht geil. Mein Immunsystem ist ziemlich unbeeindruckt gewesen, aber ich verlasse auch das Haus nicht wirklich, weil warum auch? Meinem Darm geht's deutlich besser, allerdings wurde bei mir eine Milcheiweißintoleranz festgestellt und das liegt ziemlich sicher damit zusammen. Und meine Haare? Naja. Wo ich allerdings einen Unterschied merke, gerade jetzt, da ich es nicht mehr nehme, weil die Menge sonst für die Aufnahme hier nicht gereicht hätte, ist geistig. Ich fühle mich irgendwie wacher und belastungsfähiger, was sogar dazu geführt hat, dass ich seither nur noch 2 Kaffees am Tag statt 3 trinke. Das wiederum entlastet meinen Magen und das tut mir ziemlich gut. Um ehrlich zu sein, bin ich vorsichtig, was ich hier euch sagen soll oder empfehlen soll. Wenn ihr Mangelerscheinungen habt, kann AG1 euch damit etwas helfen, aber auf keinen Fall eine gesunde Ernährung ersetzen. Manchmal braucht der Körper aber einfach besonders viel von einem Stoff und da finde ich es okay, etwas nachzuhelfen. Zum Beispiel auch, wenn man in eine Prüfungsphase oder sowas geht. AG1 an sich ist vegan, gluten- und laktosefrei, was mir sehr wichtig war und wurde für Sportler entwickelt. Und sind wir nicht irgendwie alle Sportler im Geiste? Was ihr jetzt also machen könnt, ist Folgendes: Unten in der Beschreibung gibt es einen Link, damit könnt ihr zusätzlich noch einen vollen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs bekommen, die noch handlicher sind als die große Box. Ihr könnt es ausgiebig selbst testen und falls es euch nichts gebracht hat oder nicht gut tut, habt ihr 60 Tage Geld zurückgarantie. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich fair. Eine letzte Sache aber noch: Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass auf dem Kanal mit 8% Frauenquote doch noch jemand schwanger ist, fragt bitte vorher unbedingt einen Arzt und schreibt mir auf jeden Fall eure Erfahrungen damit. Ich habe gehört, die sollen sehr, sehr unterschiedlich sein. Also nicht vergessen, ausprobieren, Geschenk absahen, selbst testen und vor allem mir Bescheid geben, wie es dann war. Und damit geht's los mit den Hacking News. Ferrari hat ja letztes Jahr eine NFT-Sammlung angekündigt. Die gab es nun allerdings nicht von Ferrari, sondern von Hackern, die das sogar auf einer Subdomain von Ferrari gemacht haben. Unter forms.ferrari.com hat der Bug Bounty Hunter Sam Curry einen NFT-Scam gefunden. Die dazugehörige Wallet hat bereits $884 eingesammelt. Das ist aber verhältnismäßig echt wenig. Das Melden der Lücke an Ferrari hätte da vermutlich mehr Geld eingebracht.
Auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin wurde ja, wie ich schon mal vorgestellt habe, Opfer von Ransomware am 28.04. Ransomware, kurze Erinnerung, die verschlüsselt einfach alles auf eurem Rechner oder auf allen Rechnern in eurem Netzwerk. Das wäre dann der schlimmste Fall. Dank schneller Admins ist nur ein Fachbereich betroffen gewesen. Allerdings weiß man nun, dass die Hive-Gruppe dahinter steckt. Das sind auch die, die bereits Mediamarkt und Saturn erpresst haben. Dennoch war das für die HTW schon eine ordentliche Einschränkung. Teils waren wichtige Geräte nicht erreichbar. Es müssen immer noch Vorlesungen in diesem Fachbereich mit privaten Laptops geteilt werden. Alle Infos wie üblich im Quellendokument. Auch über den Angriff der Stadt Schriesheim hatte ich berichtet. Auch hier gibt es ein Update, denn nun sind sämtliche Daten zum Verkauf im Darknet gelandet. Nicht betroffen sind laut Schriesheim Personalausweise, Pässe und das Standesamt. Dass da bei einem Amt allerdings noch jede Menge übrig bleibt, wie etwa Liegenschaftsverwaltung oder Kämmerei, dürfte klar sein. Alles in allem wird es wohl langsam dringend, unsere Verwaltung ordentlich zu digitalisieren, denn so reicht der Schutz wohl einfach nicht aus und ganz ohne geht's halt auch nicht mehr. Dasselbe ist dem Fraunhofer Institut passiert. Auch hier wurden Daten gestohlen, insgesamt ca. 320 GB und nun werden die Daten für ca. 2,2 Millionen US-Dollar im Darknet verkauft. Was will man da noch sagen? Neue Hacks umfassen unter anderem Fendt, den Traktorenhersteller. Auch hier wurde Ransomware auf den Systemen hinterlassen und alle Daten verschlüsselt. Die Arbeit scheint nicht möglich zu sein und man geht davon aus, dass der Betrieb mehrere Tage, eventuell auch länger gestört sein wird. Noch drastischer hat es allerdings Heroku getroffen. Heroku ist ein nicht gerade kleiner Cloud-Anbieter, wo also andere Menschen, zum Beispiel ihr vielleicht, ihre Web-Services laufen lassen können. Am 7. April hatte scheinbar ein Angreifer Zugriff auf die Systeme bekommen, indem sie einen OAuth-Schlüssel von GitHub gestohlen haben. Infolge des Angriffs wurden die Zugangsdaten der Kunden von Heroku zurückgesetzt. Ein größerer Schaden ist, soweit das bisher bekannt ist, nicht entstanden. Viel wichtiger ist allerdings für euch natürlich Folgendes. Es war mal wieder Patch Day, daher wie üblich alles updaten bitte. Allerdings wurde zum Beispiel in zwei sehr populären Bibliotheken für die Programmiersprache C eine Schwachstelle gefunden, mit der ein DNS-Poisoning für unter anderem IoT möglich wäre. Das bedeutet, wenn eure intelligente Glühbirne diesen speziellen Code benutzt, wofür die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch ist, dann kann ein Angreifer so tun, als wäre er zum Beispiel Philips.com und eure Glühbirne dahin austricksen, dass sie dann die ganzen Daten an den Angreifer schickt und nicht mehr an Philips. Das Problem ist wie üblich, bislang ist diese Schwachstelle nicht repariert worden von der offiziellen Seite und selbst wenn sie das wird, muss eure Glühbirne oder euer Kühlschrank oder was auch immer ihr da an Smart Home habt, erstmal ein Update bekommen. Das wiederum ist gar nicht mal so leicht, denn häufig bekommen diese Geräte nicht lange Support und Updates gestalten sich daher oft schwierig. Hier hilft oft nur manuelles Überprüfen, ob die Geräte wirklich betroffen sind und dann vom Netz nehmen. Das ist schon sehr traurig und ich hoffe, dass sich das auch rechtlich bald mal ändert. Die nächste News versuche ich etwas kurz zu halten, da es hauptsächlich große Firmen betrifft. Es gibt eine Schwachstelle in F5 Big IP. Allerdings auch schon Updates. Bitte aktualisiert eure Netzwerkgeräte dementsprechend und mehr Infos findet ihr in der Beschreibung dazu. Ebenfalls ziemlich wüst ist eine Malware-Kampagne, die WordPress-basierte Websites auf Schwachstellen scannt. WordPress, wer es nicht kennt, eine Möglichkeit, eine Website ziemlich einfach laufen zu lassen. Die Websites sind also nicht unbedingt die komplexesten. Und falls diese Websites dann am Ende angreifbar waren, dann wurde ein bösartiges JavaScript eingefügt, sodass Besucher, also ihr, dieser Webseite zu einer Werbungswebsite weitergeleitet wurden. Ihr habt dann einfach Werbung gesehen, anstatt die eigentliche Website. Der Hacker bekommt dann das Geld von den ganzen Werbeanzeigen und das ist besonders spannend, weil das insgesamt 7346 Websites mittlerweile betroffen hat. Mindestens. Also man hat bisher diese Anzahl gefunden. 7346. Das ist schon viel. Unser Hack der Woche geht ein weiteres Mal allerdings an die Regierungshacker, die Pegasus nutzen und nutzten. Eine weitere Regierung wurde massiv observiert. Nicht nur die katalanische, sondern nun auch die spanische Regierung. 2,7 GB wurden insgesamt gestohlen an Daten und wer es war, ist völlig unbekannt. Bekannt ist nur, dass die NSO Group ihren Staatstrojaner an viele Staaten, meist nicht unbedingt an Demokratien, verkauft hat.
Manche Demokratien, unter anderem auch Deutschland, sind allerdings auch Käufer und Nutzer dieses Trojaners. Auch wenn wir ihn leicht geändert haben, unterstützen wir doch trotzdem ein Unternehmen mit Millionensummen, die ein antidemokratisches Tool herstellen und dafür zu Recht von zum Beispiel den USA sanktioniert wurden. Und nein, ich werde nicht müde, das zu wiederholen, solange wir das benutzen. Damit kommen wir allerdings zu noch mehr Regierungskritik in meinen Politik-News. Heute selbstverständlich mit der Chat-Kontrolle. Zunächst mal kurz ein Wrap-up, wo wir gerade sind. Die Chat-Kontrolle bezeichnet in Version 1 eine freiwillige Schnittstelle, die Unternehmen nutzen können, aber nicht müssen. Stand jetzt wird aber zum Beispiel schon bei Gmail eine Mail gescannt und wenn der Verdacht auf kinderpornografisches Material durch eine KI festgestellt wird, zum Beispiel im Anhang, dann geht diese Mail direkt ans BKA oder je nachdem in welchem Land ihr seid, an eine andere Ermittlungsbehörde und die untersuchen das dann, die müssen das untersuchen und gegebenenfalls müsst ihr mit Anzeige inklusive allem bei euch rechnen. Das ist jetzt schon in Kraft und nun wird seit geraumer Zeit über eine Version 2 diskutiert, deren Entwurf die zuständige Kommission jetzt vorgelegt hat. Bislang war der Entwurf mehrfach verschoben worden, weil es offensichtliche Grundrechtseinschränkungen in vielen Fällen mit sich zieht. Im nun offiziell vorliegenden Entwurf ist man daher auch relativ vage geblieben an vielen Stellen. Wichtig ist aber Folgendes: Die Chat-Kontrolle Version 2 ist nicht mehr optional, sondern verpflichtend für alle Dienstleister, das heißt jeder E-Mail-Dienst, jeder Chat-Anbieter, auch Signal, WhatsApp oder Threema, Discord, Videokonferenzplattformen wie Teams oder Zoom, die werden alle verpflichtet, die Chat-Kontrolle zu implementieren. Die eigentliche Verschlüsselung ist allerdings nicht betroffen, das heißt Signal etc. können weiterhin Ende-zu-Ende verschlüsselt bleiben. Kurzer Einschub hier: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, wenn ich eine Nachricht an meine Partnerin schreibe, dass sie Milch mitbringen muss, weiß Signal nicht, dass ich sie Honig nenne und sie Milch mitbringen soll, nur dass ich eine Nachricht geschrieben habe. Stattdessen soll sogenanntes Client-Side-Scanning stattfinden, was nicht wirklich besser ist. Der Entwurf sieht vor, alle Kommunikationsinhalte auf eurem Gerät, deswegen Client-Side, also auf eurem Smartphone, aber auch auf eurem Rechner, Server etc. zu untersuchen. Diese Inhalte, die da drauf sind, werden dann gescannt und eine KI soll entscheiden, ob es sich nun um strafrechtlich relevantes Material handelt. Das Miese ist natürlich, argumentiert man, dass dieses Scannen kompletter Unfug ist, stellt man sich direkt auf die Seite potenzieller Pädophiler. Aber genau die Missbrauchsopfer werden so durch diese Regelung geschädigt. Deswegen hear me out. Die KI. Eine KI wird mit Daten trainiert. Das bedeutet, man hat solches Material, das man nicht besitzen darf, und normale Bilder einer KI gegeben, sodass die jetzt entscheiden kann, ob strafbar oder nicht. Diese KI macht aber, wie übrigens jede KI, Fehler. Eine Fehlerquote von ca. 80% ist zu erwarten. Das sind vor allem aber ähnliche Bilder, wo Menschen zum Beispiel auch Schwierigkeiten haben. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Ein Kind am Strand. Das kann ein Familienbild sein, aber durchaus je nach Pose strafrechtlich relevant sein. Noch besser, ein Nacktbild eurer Freundin, die, so wie ihr vielleicht selbst, 17 Jahre alt ist. Das ist strafrechtlich relevant, wird als solches entdeckt und dementsprechend ans BKA gemeldet. Wenn sie 18 ist, ist es aber nicht mehr strafrechtlich relevant, sondern freiwillig. Eine KI wird den Unterschied zwischen 17 Jahren und 350 Tagen und 18 Jahren nicht wirklich erkennen können. Also quasi gar nicht, das kann ja auch kein Mensch. Was also passiert ist Folgendes: Das BKA und andere Ermittlungsbehörden. Diese entdeckten Videos, also Bilder und Co., gehen nun an das BKA bzw. an eine andere Stelle, wo man sich damit beschäftigt. Das Nacktbild eurer Freundin wird dann also an einen Beamten geschickt, der das untersuchen muss. Ist sie 18, hat er trotzdem ihr Nacktbild gesehen, recherchiert ihren Namen, Wohnort, Alter und bricht das dann ab, weil er ja weiß, dass sie 18 ist. Ist sie 17, kriegt sie bzw. du, weil das Bild vielleicht auf deinem Handy ist, eine Anzeige. Tatsächlich sind die meisten Straftäter im Bereich Kinderpornografie nämlich selbst minderjährig. Genau aus diesem Grund. Ihr habt dann tatsächlich in eurem Führungszeugnis eine Anzeige mit dieser Bezeichnung drinstehen.
Und wenn ihr irgendwann mal 40 Jahre alt seid und deswegen vorbestraft seid, dann fragt dann niemand mehr nach, ob ihr zu dem Zeitpunkt minderjährig wart und ob das vielleicht eure Freundin war. Private Kommunikation. Das alles untergräbt natürlich das Recht auf private Kommunikation, denn nicht nur Bilder oder Videos werden gescannt, sondern auch Nachrichten. So kann es zum Beispiel sein, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Opfer selbst von sexueller Misshandlung im Kindesalter wart und darüber in einer Therapie sprecht oder in einem Online-Meeting mit einem Freund oder per Chat mit einem Freund, dann werden diese Inhalte trotzdem gescannt und dann gehen die wahrscheinlich direkt ans BKA, denn ja, man muss auch sowas erkennen. Die wiederum bekommen dann eure komplett intime Unterhaltung und müssen die mitverfolgen, weil sie es ja überprüfen müssen. Das ist ziemlich unangenehm für alle Parteien, auch für das BKA. Ich glaube, die meisten dort haben auch keine Lust und wird dazu führen, dass Online-Therapie eigentlich gar nicht mehr durchgeführt werden kann. Denn immerhin haben Ärzte Schweigepflicht, die dadurch eigentlich nicht mehr möglich ist. Auch Journalisten und Whistleblower haben keine Chance, dann mit ihren Quellen zum Beispiel zu kommunizieren. Überlastung. Ich denke, wir sind uns trotzdem alle einig darüber, dass mehr zum Wohl der Kinder getan werden muss. Beispielsweise könnte man angezeigte Fälle besser ermitteln und verfolgen. Das hat aber leider bislang schon sehr schlecht geklappt. Wenn nun das BKA mit massig solchen Fällen automatisiert bombardiert wird, dann wird das relativ schnell die Kapazitäten vom BKA sprengen und die eigentlichen Ermittlungen haben wieder nicht das Personal, das sie brauchen. Sozusagen ein Live Denial of Service gegen die Polizei. Sinn? Macht es denn aber Sinn, so eine Überprüfung überhaupt durchzuführen? Es ist klar, dass einige ziemlich primitive Kriminelle dadurch gefunden werden können. Es gibt aber auch sehr, sehr einfach nutzbare Gegenmaßnahmen, denn man wird die Chatkontrolle nur schwierig bis gar nicht auf ein Betriebssystem aus dem Ausland zum Beispiel aufzwingen können. Herunterladen sollte mit VPN und Tor kein Problem sein. Und wie kann man denn prüfen, ob etwa via verschlüsselter Datei, die via File-Sharing geteilt wird, ein strafrechtlich relevanter Inhalt geteilt wird? Klar, das mag komplizierter sein, aber Kriminelle wird das nicht aufhalten, wenn sie heutzutage schon Darknet-Websites zur Verteilung dieser Inhalte nutzen. Auch dieser Weg bleibt ja bestehen und wird von Tausenden jetzt schon genutzt, wie wir auf diesem Kanal schon gesehen haben. Update-Gefahr. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist der folgende. Ja, jetzt aktuell mag es nur Kinderpornografie sein, das gescannt wird und die Motive erscheinen nobel und edel. Doch unter diesem Deckmantel installiert sich auf jedem Gerät eine Art abgespeckter Staatstrojaner, wenn man so möchte, dessen KI auch gut und gerne erweitert werden kann, um zum Beispiel Hitler-Memes zu erfassen, denn auch die sind strafrechtlich relevant. Dann kommt noch Urheberrecht dazu und irgendwann die normalen privaten Memes, die ja auch eigentlich teilweise unter das Urheberrecht fallen. Denn ist die Integrität meines Geräts erstmal untergraben und eine solche Systematik Standard, ist der Weg ein viel kleinerer. Zumal in dem Entwurf noch nicht festgehalten ist, wie genau mit unbekannten Materialien umgegangen werden soll. Ist beispielsweise ein Bild meines Katers zum Beispiel unbekannt, könnte es sein, dass ich es nicht senden kann, sprich Upload-Filter, weil die Messenger dafür verantwortlich sind, dass ich niemanden Kinderpornografie senden kann. Wie mit Open Source umgegangen werden soll, steht aber bislang auch überhaupt noch nicht fest. Das ist da einfach nicht drin aufgefasst. Aus all diesen Gründen sieht auch unser Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber nach einer ersten Prüfung keine Vereinbarkeit mit europäischen Werten. Das alles hatte ich zwar schon so ähnlich auch im Podcast mit Patrick Breyer von der Piratenpartei besprochen, allerdings ist jetzt ein offizielles Dokument vorhanden und ich fand es wichtig, nochmal alle Punkte zusammenzufassen. Leider hat sich auf Seite der EU bislang nichts geändert seit meinem ersten Video zu dem Thema, außer dass nun Client-Side-Scanning im Einsatz sein soll, anstatt einer aufgebrochenen Verschlüsselung. Beides nicht gut. Eine bessere Lösung wäre aber zum Beispiel sowas wie der Scanner von Apple, der auch lokal läuft, wo aber weder externe Parteien automatisch mit eingebunden werden, noch ein Versand blockiert wird. Mehr dazu erfahrt ihr in den letzten IT-Trends, die ich euch auch noch in der Endcard verlinke. In den Auslandspolitik-News findet sich China wieder, die gerade einen gewaltigen Wechsel in ihrer Infrastruktur zu verzeichnen haben. Alle Regierungseinheiten und staatlichen Firmen müssen nun alle PCs, die nicht in China hergestellt wurden, wegwerfen. Das betrifft etwa 50 Millionen Rechner und hat natürlich ordentlich für Aufruhr im Markt gesorgt, denn China ist ein gewaltiger Abnehmer für alles, sind ja viele Menschen. Wenn man allerdings nur eigene Software und Hardware verwendet,
ist auch Zensur zum Beispiel deutlich leichter und mit der hat ja China schon länger zu tun. Eine bedenkliche Entwicklung. Und wir gehen direkt zu den Privacy-Politik-News über, in denen wir nun Indien finden. Eine neue Richtlinie verpflichtet nun VPN-Anbieter dazu, Inhalte 5 Jahre lang zu speichern und Behörden auf Abruf geben zu können. Fairerweise nicht nur VPNs, sondern auch Datenzentren und Cloud-Anbieter sind betroffen und müssen alles sammeln. Was ich sagen möchte, VPNs können euch aufgrund von Länderbeschlüssen und Regierungen gar nicht mehr anonym machen. Keine Chance. Dadurch sind natürlich auch indirekt alle anderen User betroffen. Falls ihr zum Beispiel einen VPN mit irgendwelchen Standorten in Indien benutzt, No-Log-Policy, die sie dann vielleicht angeben, ist auf jeden Fall dann gelogen. Auch wichtig für die Privacy News sind natürlich wieder die Big Brother Awards 2022. Ein kurzer Überblick. Das BKA hat einen Preis bekommen, weil es durch unzureichende Kennzeichnung von Daten riskiert, dass Millionen Menschen von der Polizei oder anderen Behörden ungerechtfertigterweise als Gefährder oder Straftäter behandelt werden könnten. Die Bundesdruckerei, zu der von mir noch ein separates Video kommen soll, hat ebenfalls einen Big Brother Award bekommen und den bekam sie für die absolut unsinnige Verwendung von Blockchain, weil muss ja drin sein, ist ja ein Buzzword. Lieferando und Klarna haben aber auch beide im negativen Sinne abgesahnt. Lieferando überwacht seine Fahrer sekundengenau und Klarna hat den Award bekommen für intransparente Machtbündelung. Ich kann die Aufzeichnung der Übertragung sehr empfehlen. Top-Unterhaltung, Top-Info-Content. Wir befinden uns jetzt im Spagat zwischen den Privacy News und dem Fail der Woche. Es geht um den Zensus 2022, einer Volksbefragung sozusagen, zu der 10 Millionen Deutsche zufällig ausgewählt wurden, um ein paar wichtige Daten preiszugeben. Wichtig ist, wird man ausgewählt, ist das verpflichtend. Nun hat Mike Kuketz, den vermutlich auch einige von euch kennen, mal nachgeschaut, wo denn eigentlich die Online-Version des Fragebogens liegt. Das wäre dann tatsächlich Cloudflare. Nun versteht mich nicht falsch, viele Firmen nutzen Cloudflare. Cloudflare macht einen echt guten Dienst bezüglich DDoS-Schutz und hat noch einige andere sinnvolle Features, gerade in Bezug auf Security, vor allem für kleine Unternehmen, die sich eine Vielzahl an Servern im eigenen Rechenzentrum einfach nicht leisten können. Da ist das cool. Aber, und das ist ein großes Aber, damit Cloudflare DDoS-Schutz machen kann, müssen sie den Internetverkehr entschlüsseln und überprüfen. Diese Daten, die man also beim Zensus angibt, sind vollständig entschlüsselt bei einem US-amerikanischen Unternehmen. Das ist insofern schwierig, denn das Statistische Bundesamt arbeitet mit sensiblen Daten und hätte durchaus Kapazitäten und sogar eine gewisse Verpflichtung, so einen Dienst selbst anzubieten. Noch schlimmer ist, Cloudflare wird in keiner Datenschutzerklärung überhaupt nur genannt. Aber das zeigt mal wieder, dass Behörden hier nicht mal wirklich gewillt sind, eine eigene digitale Infrastruktur aufzubauen. Wir machen einen kurzen Einschub und kommen zu den Piraten-News. Arr! Nachdem Torrenting und Direct-Download-Hoster ja schon lange im Visier der Musikindustrie waren, sodass File-Sharing eigentlich immer schwieriger wurde, hatten die Piraten, nicht die Partei, sondern die Leute, die Filme, Spiele, Musik und so weiter verbreiten, Discord als neue Plattform entdeckt. Klar, durch Dienste wie Spotify hatte das viel weniger Relevanz als davor. Allerdings ist das Ausmaß scheinbar nicht klein und es gab schon einige Abmahnungen. Falls ihr da also unterwegs seid, Vorsicht ist geboten. Zurück zum Fail der Woche. Ich habe da nämlich noch einen zweiten für euch. Eine Kryptowährung namens Juno hat ein interessantes Problem mit Copy-Paste gehabt. Man muss ja normalerweise eine Menge an Coins an eine Adresse schicken, wenn man eine Überweisung mit Kryptowährung machen möchte. Diese Adressen sehen dann relativ kryptisch aus. Das liegt daran, dass es wirklich kryptografische Schlüssel sind, nur ein wenig umgeformt. Entwickler vom Juno Core Team wollten nun eine riesige Überweisung tätigen, die 36 Millionen US-Dollar enthielt und haben aus Versehen statt der Adresse eine Transaktions-ID, die sehr ähnlich aussieht, eingefügt. Das wird allerdings vom Netzwerk nicht erkannt und somit sind diese ganzen Coins einfach weg. Denn das Netzwerk hat das Ganze abgenickt. Natürlich, man kann es ja nicht wirklich erkennen. Zurücksetzen wäre zwar möglich, dazu müssten aber alle anderen Transaktionen in dem Zeitraum auch rückgängig gemacht werden und alle Teilnehmer des Netzes müssten zustimmen. Das ist tatsächlich nicht so einfach, also insgesamt eine ganz schön üble Geschichte. Aber hey, lasst uns zu dem Win der Woche kommen.
Google, Apple und Microsoft. Ja, die drei haben diese Woche einen gemeinsamen riesigen Schritt getan und haben gemeinsam Pläne für passwortlose Authentifikation, also Login, angekündigt. Das Ganze soll über das FIDO-Protokoll funktionieren und wird auch vom W3C und der FIDO Alliance mitgemacht. Zum Login bei Google könnte man dann zum Beispiel einfach einen Fingerabdruck nutzen und sich via Handy einloggen, das man ohnehin dabei haben sollte. Da mittlerweile alle Welt ohnehin schon einen echten Passwortmanager nutzt, dessen Daten dann sowieso auf dem Handy liegen, sollte der Unterschied auch gar kein großer mehr sein. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, ob ich das Handy und meinen Fingerabdruck alleine als ausreichend empfinde, denn Fingerabdrücke können zum Beispiel von manchen Ämtern schon relativ leicht genommen werden. Wäre cool, wenn man da Optionen hat. Fingerabdruck plus Face ID plus externer Security Key plus vielleicht noch so ein 2FA oder sowas. Fertig werden soll das Ganze sogar noch dieses oder nächstes Jahr. Wo wir doch aber schon bei tollen Sicherheitsankündigungen aus dem Hause Google sind, Android und Chrome Nutzer dürfen sich in Zukunft virtuelle Kreditkarten erstellen. Das ist derart weltbewegend in der Security, wie ich finde, denn bislang gab es nur einzelne Banken, die das geschafft haben. Während die großen wie Commerzbank, Sparkasse oder Volksbank allesamt noch immer haufenweise Anträge durchlaufen. Das Besondere ist dabei nämlich folgendes: Auf eurer virtuellen Kreditkarte könnt ihr dann vermutlich einstellen, dass sie nur eine gewisse Anzahl an Zahlungen akzeptiert. Ihr kauft also bei einem nicht so vertrauenswürdigen Online-Shop ein, dann erstellt ihr euch eine neue virtuelle Kreditkarte, die wie jede Visa, Mastercard, American Express und wie sie nicht alle heißen, funktioniert. Ihr könnt also problemlos einkaufen. Wenn ihr dann gefischt werdet oder die Seite gehackt wird, sprich wenn Hacker irgendwo eure Kreditkartendetails erbeuten können, dann können die ja nichts mehr damit machen, denn die Karte ist nur für genau eine Zahlung gültig. Dass das Feature jetzt von Google in Bezug auf Google Pay kommt, macht den Zahlungsdienstleister natürlich viel attraktiver als ohnehin schon für viele. Privacy ist natürlich nochmal ein völlig anderes Feld, aber das ist sowieso bei Google Pay ein Thema. Auch der Google Passwort Manager, der ja in meinen Vergleichen nicht ganz so gut abgeschnitten hat, guckt euch das Video an, bekommt ein Update spendiert. On-Device Encryption. Das heißt, wenn bislang all eure Passwörter an Google im Klartext gesendet wurden, werden sie jetzt auf eurem Handy oder Browser verschlüsselt und erst danach kommen sie zu Google auf ihre Server. Sodass auch bei einem Angriff Google nicht mal weiß, was eure Passwörter sind. Es kann also tatsächlich dann nichts mehr passieren. Das machen andere Passwortmanager schon länger so und eigentlich hätte man erwarten können, dass Google das früher implementiert, aber haben sie nicht. Open Source ist natürlich immer noch nichts, aber trotzdem ist das ein wertvolles Update für viele, vor allem für die, die man ohnehin nicht zu einem richtigen Passwortmanager bewegen kann und die Funktionen nur als Bequemlichkeitsfunktion nutzen. Die Liste von mehr Features geht natürlich noch deutlich weiter. Hier nur meine Frage an euch: Wie interessiert seid ihr an solchen Patch Notes, Updates und Neuigkeiten? Ich will ja meinen Kanal auch immer gerne erweitern, daher wäre mir euer Feedback mega wichtig. Die Open Source News der Woche gehen an Nvidia. Die haben nun ihren Treiber für die Grafikkarten unter Linux Open Source gestellt. Bislang war das immer eine Art Glückssache, ob man was zum Laufen bekommt unter Linux. Manche Systeme hatten überhaupt keine Probleme, andere war sogar die Problemlösung quasi unmöglich. Nun ist der Code einsehbar und unter den offiziellen Lizenzen GPL und MIT freigegeben. Jetzt wird alles besser. Nicht. Es wurde hauptsächlich der Code freigegeben, der eine Stufe höher liegt als der eigentliche proprietäre Treibercode. Der enthält aber immer noch einen riesigen, nicht zugänglichen Teil in der Firmware. Klar, ein bisschen besser als davor ist es auf jeden Fall und macht das System so deutlich offener. Aber trotzdem nicht wirklich Open Source, wie man das denken könnte. Und das wird Nvidia allerdings auch nicht unbedingt freiwillig getan haben, sondern nur, weil einige neue Superrechner plötzlich mit AMD oder Intel-Systemen laufen und sie den Markt halt nicht abgeben wollen. Allerdings zeigt das einen wichtigen Weg auf, den Nvidia vielleicht weitergehen könnte. Features wie G-Sync oder SLI und noch so viel mehr könnten wohl dann doch noch Open Source werden, sodass mehr Bildschirme oder mehr alles unterstützen kann und ermöglichen dann am Ende deutlich mehr. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Wo wir aber gerade von Transparenz reden, wie wäre es mit dem Lacher der Woche? Trustpilot, die Plattform, zu der man immer geschickt wird, man solle doch was bewerten, haben ihren Transparenzbericht veröffentlicht. Letztes Jahr
wurden insgesamt 2,7 Millionen Bewertungen dort gelöscht, weil sie Fake und Betrug waren. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Überlegt mal, wie viele Websites insgesamt dann betrügerisch sind. Auch in unseren KI-News kommt Google schon wieder vor. Was ist denn nur diese Woche los? Gato, die neue KI von Googles Tochter DeepMind, hat eine künstliche Intelligenz vorgestellt, die langsam Richtung starke künstliche Intelligenz gehen soll. Starke KIs wollen eine KI für alle Probleme sein. Also etwa, du hast keine Ahnung, ob Hund oder Katze? Das kann die KI. Die KI kann aber auch Code für dich schreiben, Musik erstellen, Sprache erkennen und malen. Dort sind wir noch lange nicht, aber Gato kann nun tatsächlich über 600 teils völlig verschiedene Aufgaben lösen, wie etwa das Spielen von Computerspielen oder einen robotischen Arm steuern. Gato ist bislang eher durchschnittlich in all diesen Aufgaben, aber alleine eine Multiproblem-KI zu haben, ist ein wahnsinniger Schritt für die KI-Forschung. Natürlich ist starke KI auch mit Gefahren verbunden, das darf man nicht vergessen, aber der Schritt ist wichtig. Bevor wir zu unserer Statistik der Woche kommen, hier noch ein Video für euch. Das ist bei weitem keine langweilige Touristenaufnahme in Toyama, sondern der echte Bahnhof nachmodelliert in Unreal Engine 5. Das sieht einfach nur vollständig ununterscheidbar für mich aus und ich freue mich deswegen wahnsinnig auf die nächste Generation an Games, die diesen Fotorealismus in spannende Stories und Gameplay verwandeln. Die Statistik der Woche kommt vom ISCM. Die Umfrage, welche ja von einem von euch gemacht wird, Grüße gehen raus an der Stelle, ist für diesen Monat fertig und natürlich habt ihr auch zum Großteil teilgenommen und ich darf sie euch präsentieren. Während die wahrgenommene Bedrohungslage ähnlich wie letztes Jahr ist, sind mittlerweile Datendiebstahl und Identitätsdiebstahl die größte wahrgenommene Bedrohung für die meisten Teilnehmer. Als schlimmste wahrgenommene Bedrohung wurde aber interessanterweise im April DDoS, Code Injection und Pegasus genannt. Ich bin gespannt, wie das nächsten Monat ist. Und in dem Sinne war's das schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.